In diesem Video werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Kamera, die definitiv allzu unbekannt ist. Die Kinefinity Edge 8K. Für genau 24 Stunden hatten wir die Gelegenheit, diese besondere Kinokamera in die Hände zu bekommen. Und haben die Zeit genutzt, um ein paar erste Eindrücke zu sammeln. Wichtig vorab, das hier ist keine vollständige Review. Dafür war die Zeit einfach zu knapp. Es ist vielmehr eher ein Erfahrungsbericht, der zeigen soll, warum diese Kamera so besonders ist, was die Kamera so bietet und was uns in der kurzen Zeit so Besonderes aufgefallen ist. Danke außerdem an Kashif für das Filmen der B-Roll-Aufnahmen. Auch wichtig zu wissen ist, dass die Kamera nicht von Kinefinity bereitgestellt wurde. Ich habe sie selbst geliehen. Aber danke an den Besitzer, dass dies so möglich war. Gefilmt wurde übrigens in Berlin, im Winter, was das Testen unter etwas schwierigeren Bedingungen spannend gemacht hat. Was ist die Kinefinity Edge 8K? Die Edge 8K ist Kinefinitys aktuelles Topmodell, eine Kamera, die sich eher an professionellere Filmproduktionen richtet. Sie ist aber auch für Indie- und Dokumentarfilmer geeignet. So wie ihr die Kamera hier in dieser Konfiguration seht, hat das Setup einen Wert von ungefähr 20.000 €. Damit bewegt sich diese Kamera eher im High-End-Segment, die man bei wesentlich teureren Systemen findet. Das Herzstück der Kamera ist ein Vollformatsensor. Das bedeutet theoretisch mehr Licht und geringere Tiefenschärfe. Ein paar besondere Features: Die Kamera kann in bis zu 8K bei 70 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Slow Motion können hier in 2K mit bis zu 280 FPS aufgenommen werden. Aufnahmen in verschiedenen Bildformaten und Auflösungen zu filmen, wie zum Beispiel Open Gate, 4K DCI, 8K, 5K, auch anamorphischen Formaten wie 6:5, 4:3 und ähnlichen. Dank Oversampling können Aufnahmen auch in geringerer Auflösung gefilmt werden, ohne ins Bild hineinzukroppen. Besonders ist hier die interne ProRes-Aufzeichnung in 4:2:2, 4:2:2 HQ, sogar 4440 oder 4440 XQ. Seit der Firmware-Version 8 ist das interne Aufzeichnen in RAW sogar möglich, etwas, was Kinefinity schon lange anstrebt, aber bisher immer ausgeblieben ist, was höchstwahrscheinlich auch die Gründe des RAW-Patents dank Red hatte. Der Sensor bietet laut Hersteller einen Dynamikumfang von 14 Blendenstufen. Mit dabei ist außerdem hier auch ein Dual Native ISO-System. Ein weiter besonderer Punkt ist der interne motorisierte END-Filter. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein elektronischer ND-Filter. Wie ihr auch schon gesehen habt, hat die Kamera ein Carbongehäuse. Bedienung der Kamera erfolgt nicht nur per Wahlrad oder Knöpfe am Gehäuse, sondern auch per Touchscreen der Kinefinity eigenen Monitore. Separat kann aber auch zusätzlich ein EVF genutzt werden. Die Kamera zeichnet auf die sogenannte firmeneigene KineMac Nano auf. So etwas wie die bekannten Red Max. Oh, wer etwas Geld sparen möchte, kann hier eine Art leeres Gehäuse kaufen und kann auch dadurch eigene SSDs nutzen. An der SSD befindet sich außerdem ein USB-C-Ausgang, welches das Datenübertragen ohne zusätzlichen Adapter ermöglicht. Allerdings, die SSDs können bei der Datensicherung am PC wirklich heiß werden. Die Aufnahmen der Kamera sprechen meiner Meinung nach für sich. Sie sehen wirklich sehr schön aus. Besonders überrascht war ich von der Farbwiedergabe. Die Farben wirken sehr natürlich, warm und organisch, fast schon wie bei Ari. Es wird auch oft behauptet, dass die Kinefinity Color Science der von Ari unglaublich nahe kommt. Obwohl wir keine guten Lichtverhältnisse hatten, sehen die Aufnahmen wirklich schön aus. Zusätzlich die Möglichkeit, bei manchen Aufnahmen hohe Frameraten zu nutzen, ist wirklich sehr praktisch. Aber wie schlägt sich die Kamera bei schwachem Licht? Kurz gesagt, ganz okay, aber nicht überragend. Das Dual Native ISO-System hilft, aber in wirklich dunklen Situationen kommt die Kamera an ihre Grenzen. Ein Pluspunkt: Durch das Oversampling bei 8K verschwindet dabei ein Teil des Rauschens und die Detailtiefe bleibt.
Kamera bietet eine Vielzahl von Objektivanschlüssen. Dank des eigenen sogenannten Kinemounts sind Objektivadapter für EF, PL, LPL, E-Mount und mehr möglich. Bei den neuesten Modellen wird sogar ein aktiver E-Mount mit elektronischer Kommunikation unterstützt. Er ist fest verschraubt und kann bei älteren Modellen nachgerüstet werden. An dieser Edge 8K zum Beispiel bietet sich die Möglichkeit, die Kamera einzuschicken, wo dann die Vorderseite ausgetauscht wird und man auch diesen Anschluss hier nutzen könnte. Die Kamera liegt erstaunlich gut in der Hand, gerade wenn man bedenkt, dass die Kamera wirklich auf Modularität ausgelegt ist. Das Gehäuse ist leicht, der Griffbereich gut durchdacht. Aber ein Punkt hat mich wirklich sehr gestört. Das Walrad, über das viele verschiedene Einstellungen getätigt werden können, wirkt etwas billig. Es wackelt, fühlt sich nicht gut an und es passt nicht zu der restlichen hochwertigen Bauweise. Ich hatte zudem auch das Gefühl, dass irgendwie das einen auch so ein bisschen bremst, wenn man die Einstellungen schnell tätigen möchte. An der Seite der Kamera ist ein kleines Display, welches die wichtigsten Einstellungen der Kamera zeigt. Was mir hingegen sehr gut gefallen hat, war die Touchscreen-Steuerung über das Kinefinity eigene Monitorsystem. Klar, direkt intuitiv. Der Kinefinity eigene Monitor oder IWF haben einen eigenen Anschluss. Über diesen Anschluss werden Informationen wie Bild, Ton, die Steuerung und Stromzufuhr geliefert. Und das alles nur über ein einziges Kabel. 2 dieser Anschlüsse sind an der Vorderseite der Kamera zu finden. Ansonsten gibt es auch SDI bzw. BMC. Weitere Anschlussmöglichkeiten sind wie zum Beispiel an der Oberseite die 2 XLR-Eingänge. Dort können Mikrofone auch mit Phantomspeisung genutzt werden. An der Rückseite befinden sich weitere Anschlussmöglichkeiten wie zum Beispiel SDI, Timecode, Genlock, USB-C und weitere Anschlussmöglichkeiten. Es gibt aktuell keinen Seitengriff bei den neuen Edge und Mark II Modellen. Bei früheren Kameras von Kinefinity hatte man die Möglichkeit, eine Art Seitengriff zu nutzen, welches das Steuern der Kamera mit nur einer Hand sehr einfach machte. Zudem konnte man damals die Kameras auch in eine Art Standby-Modus setzen, was das schnelle Anschalten ermöglichte. Das wäre auch bei der Edge 8K sehr hilfreich, da hier das Hochfahren der Kamera fast über 40 Sekunden dauert. Das ist aber bei solchen Kinokameras normal. Ihr seht, dass ich wirklich sehr von dieser Kamera angetan bin und man könnte wirklich unglaublich viel darüber reden. Es gibt ein paar besondere Features, auf die ich in diesem Video hier einfach nicht eingehen kann. Ich würde auch gern mehr über diese Kameras berichten und auch Reviews darüber drehen. Leider habe ich keinen direkten Kontakt zu Kinefinity. Ich interessiere mich auch sehr für die Edge 6K und die Mavo LF Mark II. Ich hatte in der Vergangenheit auch eine ausführliche Review zu meiner Kinefinity Terra 4K gemacht. Die Review werde ich später nochmal am Ende dieses Videos verlinken. Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit über die Edge 8K. Wie ihr seht, bin ich auch wirklich sehr angetan von Kinefinity und deren Kameras. Dinge, die mir an dieser Kamera gefallen haben: eine sehr gute Bildqualität, viele besondere Codecs inklusive des neuen RAW-Workflows, der interne END-Filter, eine wirklich große Flexibilität bei verschiedenen Objektiven, die gute Ergonomie und die Bauweise dieser Kamera. Was mir an dieser Kamera leider nicht so sehr gefällt, dass das Walrad eher sehr komisch und recht billig wirkt. Es war eine sehr spannende Erfahrung, mit der Kinefinity Edge 8K zu arbeiten. Was komisch ist, im Allgemeinen macht es mir wirklich viel mehr Spaß, damit zu arbeiten, als mit meinen Blackmagics, Sonys oder anderen Kameras. Ich finde es wirklich nur schade, dass wenig über Kinefinity geredet wird. Die Community von Kinefinity ist klein, aber sie ist sehr besonders. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo sich die Community austauscht, beispielsweise in vielen Facebook-Gruppen. Ich kann auch wirklich nur empfehlen, Teil dieser Gruppen zu werden, da dort viele Fragen, Hilfe bei Problemen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Service, Support und Vertriebler gibt es auch hier in der EU. Ich kann beispielsweise Gafbar Gear sehr empfehlen. Jerome Gafbar hat mir auch bei einigen Kleinigkeiten sehr gut geholfen und habe auch Zubehör wie mein Kinegrip für meine Terra von ihnen gekauft. Danke Jerome nochmal dafür. Ein riesen Dankeschön geht aber auch an Kashif raus, der einige B-Roll-Aufnahmen für dieses Video gemacht hat. Danke auch an den Besitzer der Edge 8K, der uns seine tolle Kamera für einen Tag anvertraut hat. Ich werde auch einige Aufnahmen zum Download anbieten, damit ihr euch einen eigenen Eindruck der Kamera verschaffen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr ein paar Fragen zu dieser Kamera habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht gibt es beim nächsten Mal eine echte Langzeit-Review zu dieser Kamera oder ähnlichem. Hier am Ende seht ihr nochmal die Review zu meiner Terra 4K und auch das komplette Video, was ich hier mit der Edge 8K gefilmt habe. Hochgeladen in 8K. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis dann. Krass, Polizei Großeinsatz. Ach, guck mal, was da kommt.